Hi, wir testen heute Gemini Ultra gegen ChatGPT. Um es aktuell schon in Deutschland zu verwenden, müssen wir 4 Dinge beachten. Die Sprache des Google-Accounts muss auf Englisch USA gestellt sein. Wir benötigen das AI Premium-Abo. Wir müssen uns über VPN in den USA anmelden. Und zum Schluss müssen unsere Eingaben in Englisch getätigt werden. Und jetzt zum interessanten Teil. Wir buchen unseren Urlaub und machen eine Reiseplanung. Unter Erweiterung können wir hier Google Flights, Google Hotels und Google Maps integrieren. Und das ist auch gleich der erste große wirkliche Vorteil von Google Gemini. Okay, wir brauchen als erstes einen Hinflug am 24.03. und einen Rückflug am 28.03. An dem Flugsymbol sehen wir jetzt, dass er die Integration Google Flights nutzt. Wir bekommen sehr übersichtlich Flüge angezeigt und mit einem Klick viele weitere Informationen. Genauso stelle ich mir das vor. Als nächstes brauchen wir noch ein Hotel. Da Gemini sich das Gespräch merkt, reicht die Frage nach einem Hotel für den Zeitraum. Links sehen wir diesmal die Google Hotels Integration und bekommen übersichtlich einige Hotels vorgeschlagen. Auch mit Preis und einem ersten Bild. Zum Schluss möchte ich noch einen Reiseplan für 2 Tage haben. Am 25. möchte ich Madrid erkunden und am 26. die Umgebung mit einem Mietwagen. Hier zeigt er uns jetzt 5 Ziele für den Tag in Madrid an und 3 Ideen für einen Tagesausflug außerhalb von Madrid. Passend dazu auch noch die Reiseroute. Das bringt mich natürlich auch noch auf die Idee, nach einer Karte für den Tag in Madrid zu fragen und wie viele Kilometer das sind. Perfekt. Die Route an dem Tag beträgt nur 7 Kilometer und ich habe einen perfekten Rundlauf für den Tag. Hier könnte ich jetzt sogar noch Ziele hinzufügen oder abändern. Und jetzt schauen wir uns an, wie sich noch der Co-Pilot schlägt. Wir wählen den gleichen Prompt und bekommen 3 Flüge ohne Preis und mit schlechter Übersicht. Klickt man auf die Links, kommt die nächste Enttäuschung. Man muss wieder auf den Flugseiten der Hersteller suchen. Kein Preisvergleich, keine Hilfe und unübersichtlich. Ähnlich war es auch bei der Hotelbuchung und der Reiseroute. Hier merkt man dann einfach, dass Google mehr ist und die Integration gelungen ist. Aber der erste Punkt geht ganz klar an Gemini. Im zweiten Test möchte ich die Logik testen und dafür habe ich eine einfache Frage gestellt. Wir haben heute 5 Äpfel gekauft, letztes Jahr haben wir 3 Äpfel verkauft. Wie viele Äpfel haben wir aktuell? Gemini hat komplett versagt. Ein schöner Rechenweg, aber nicht gemerkt, dass die 3 verkauften Äpfel völlig egal sind. ChatGPT hat hingegen die richtige Antwort gegeben mit 5 Äpfeln und dazu noch eine schöne Erklärung. Daher 1:1. Im dritten Test schauen wir uns die Bilderfunktion an und übernehmen dafür die Rolle des besten Malers aus dem 18. Jahrhundert. Wir wollen vom Stil in dieser Zeit bleiben und auf jedem Bild soll etwas anderes erscheinen. Ich finde alle Bilder erstmal gelungen und der Prompt wurde auch gut umgesetzt. Positiv muss ich erwähnen, dass die Bilder in 1536 x 1536 vorliegen. Man muss sie also nicht weiter hochskalieren. Außerdem finde ich schön, dass man auf ein Bild klicken kann und sich dann genau zu diesem Bild weitere ähnliche Alternativen generieren kann. Sehr praktisch. Und nun der gleiche Prompt bei ChatGPT. Hier wird auf DALL-E 3 zugegriffen und die Bilder gefallen mir ebenfalls sehr gut. Allerdings muss man auch sagen, dass die Bilder sehr ähnlich aussehen und daher der Prompt nicht ganz richtig angenommen wurde. Die Auflösung beträgt zudem 1024 x 1024, also etwas weniger. Aus dem besten Maler machen wir jetzt den besten Fotografen und lassen uns dabei wunderschöne Frauen zeichnen. Ebenfalls wollen wir wieder verschiedene Varianten der Bilder haben. Das erste, was mir positiv auffällt, dass er wunderschöne Frau nicht mit 20-jährigen Instagram-Models gleichsetzt.
sondern wunderschön, vielfältig interpretiert. Gerade die ältere Frau löst bei mir mehr Gefühle aus als immer die gleichen Bilder auf Instagram. Und dazu sieht sie für mich komplett realistisch aus. Eine starke Frau, hat etwas erlebt, mit der Natur verbunden, einfach wunderschön. Und das gleiche nochmal mit DALL-E 3. Noch mehr als beim ersten Mal hat er den Prompt wieder missverstanden. Er hat keine 4 unterschiedlichen Bilder gezeichnet, sondern insgesamt 20 ähnliche Frauen auf 4 Bilder verteilt. Zudem sehen mir die Personen auch zu clean aus. Ohne Frage sind die Frauen schön, aber gefühlt liegen da 10 Filter drauf. Also grundsätzlich macht DALL-E 3 super Fotos, aber den Prompt selbst hat Gemini deutlich besser umgesetzt. Daher 2:1. Im 4. Test wollen wir mal das Werbevideo von Google kontrollieren, wo dieses Bild gezeigt wurde. Das Bild hat Gemini und ChatGPT übrigens korrekt gelöst, aber ich habe nun ein ähnliches Bild erstellt. Grundsätzlich sieht man auf Anhieb, dass die Ente nach links gehen sollte. Laut Gemini schaut die Ente nach rechts, wobei meine Vermutung ist, dass Gemini von oben auf das Bild schaut. Allerdings ist auch verwirrend, dass links nicht nur Wasser sein soll, sondern gleichzeitig auch ein Berg. Rechts ist es flach. Die Empfehlung für die Ente ist nach links zu gehen, weil Wasser zur Ente passt. Die Ente könnte aber auch nach rechts gehen, weil es dort flach ist. Ein Wort über den Bären fehlt. ChatGPT sagt, dass die Ente 2 Wege hat. Rechts ist Wasser und links ist ein weißer Hund. Außerdem ist die Empfehlung ganz klar, die Ente sollte nach links gehen. Safety first, little duck. Quasi ein Test von Google, der das 2:2 für ChatGPT bedeutet. Im letzten Test entscheidet sich nun der Sieger. Beide Tools nehmen die Rolle eines Schülers der 11. Klasse ein. Das Ziel ist für die Buchzusammenfassung von Katz und Maus die Note 2 zu bekommen. Zusätzlich geben wir noch vor, dass wir zwischen 200 und 250 Wörter brauchen. Also für diesen Test eine sehr kurze Zusammenfassung. Gemini hat 197 Worte geschrieben und ist damit ziemlich dicht dran. ChatGPT hat dagegen nur 129 Worte geschrieben und ist damit doch deutlich entfernt. Da ich kein Lehrer bin und beide Texte durchaus gelungen finde, ist es für mich ein 3 gereicht. Viel mehr würde mich aber interessieren, ob ihr Gemini Ultra oder ChatGPT 4 stärker seht. Wenn euch KI in der Praxis interessiert, würde ich mich sehr über ein Abo freuen.